For millions of years, the waters of Central and Eastern Europe have emptied into the Black Sea. From mountain streams and sluggish plains, they combined to form a great river known as the Danube. People fought on, fought over, and fought against it. It has been trapped, tapped, and channeled, but never completely tamed. My name is Nick Thorpe. For more than half my life, I've lived beside the Danube in Budapest. As the country of my birth, Great Britain, cuts loose from a Europe bruised by Brexit and cut by the coronavirus, I'm staying put. But I'm not staying still. I'm travelling against the flow. This is my journey up the Danube in search of the lost heart of Europe. For travellers like me coming upriver from the east, Austria means Western Europe. But for the Austrians themselves, their capital, Vienna, has at least one foot in the east. This is Central Europe, where people from Eastern Europe, the Middle East, Russia, or further afield rub shoulders and mingle with the locals. Further upriver, after Melk, Western Europe finally begins in Upper Austria as I get closer to Bavaria. The heroes of this episode are the men, and especially the women, who make modern Austria a success. Some are immigrants, others whose families built their homes long ago on the rocky shore beside the river. Vienna is both elegant and laid back at the same time, a special charm. The Danube and the Danube Canal smuggle woods, water and wildlife deep into the city centre. And I think it must come from the east, wrote the poet Friedrich Hölderlin. Vienna has always acted as a magnet to travellers and immigrants. That makes some Viennese concerned for their safety. To find out how the city copes with its newcomers, who better to ask than the river police? Chief Inspector Erich Kraus took me out on the water. Wien ist Grenzkontrollstelle von der Slowakei her. Wir schauen uns die Schiffspapiere an, wir schauen uns die Kläranlage an, wir schauen uns das Ölkontrollbuch an. Also Umweltschutz ist ein ganz wichtiges Thema. Auf welche Sprache werden Sie oder mit die Polizei mit Ihnen sprechen? Grundsätzlich ist die Donausprache Deutsch, Russisch oder Französisch. So we've just come aboard a Maltese-registered passenger ship for a routine check. There's a Ukrainian-speaking crew and there's a Russian-speaking interpreter from the Austrian police. Wo sind die Passagiere jetzt? Die sind in Wien. In Wien, ja. Die haben jetzt Stadtrundfahrt oder privat unterwegs, also natürlich in Wien. Die Gäste sind immer draußen. Ist es möglich zu sagen, was ist so Lieblingsstadt auf die Donau für die Passagiere? Meine Lieblingsstädte sind natürlich Wien und Budapest. Ja. Budapest wegen seiner einmaligen Architektur. Also Donau liegt genau in der Mitte des Staates. Und die Highlights wie Parlament und Fischerbastei sind genau vom Donau gut zu sehen. Und dann kann man dann natürlich auf dem Sonnendeck so gut bleiben. Und das ist etwas Besonderes. Das hat man zum Beispiel in Wien ist es anders. Da muss man ins Stadtzentrum fahren, weil die Donaukanal ist nicht fahrbar mit einem großen Schiff. On the shore of the Danube, the police suggested we might drop in on an old sea dog, Franz Scheriau. Ahoi, willkommen an Bord. When his sailing days were over, he settled down on his own ship. You're here on a collection like a ship museum. This is your home? This is my home, I live here. Wow. Over there, if you look at this ship, this is the oldest passenger vessel on the Danube, built 1899. This is Joseph, a harbor dock icebreaker. And very important is the boat after us. That is a steamship of our empire, Franz Josef. Yeah. Especially built for him
with a secret cabin, with windows of both sides, so he can inspect incognito all his countries along the Danube. And what about this? There's a ship here with lots of plants and flowers on it, vegetables. And I did have some, not allowance to grow my vegetables outside, so I replaced and I built my beans and tomatoes on board myself. Even strawberries. Better to eat it fresh, you know? Yeah. You like a taste? Yes, please. Okay, help yourself. Thank you very much. Very good. Whatever you like. There's also some orange one. Yeah, I'll taste one of these red ones. Okay. But it's very hot. No, it's okay. I won't jump off the boat. No, it's not too spicy. Nah, it's just okay. Sweet. Nice sheep-grown apples. Easy. Please help yourself. Well, no, I don't want to eat all of it. No, you must eat. I'm retired, you know. On my old days, I need something to do. Yeah. Before I was bringing oil to England. Now, of my older days, I didn't really can settle on shore, you know. It's something different going around in your mind, you know. What does the Danube mean to you? The last refugium. For me, you know, I cannot live the sea anymore since we lost our harbors at the sea. Yes. So this is the last place what is at least gives me in my mind a way to freedom. Have a good trip, see you. Thank you, may the Lord bless you all. Viele Leute, die so irgendwie in Zusammenhang mit der Donau sind, aus Ukraine, aus Ungarn, aus Slowakei und so weiter. Aber in den letzten Jahren waren sehr viele Einwanderer nach Österreich gekommen. Wenn Sie jetzt diese Flüchtlingskrise 2015 ansprechen, die Flüchtlinge aufzunehmen und willkommen zu heißen, ist sicher unser Naturell und wir wollen das auch. Aber man muss natürlich auch weiterdenken und da ist die Politik gefordert, wie kann man diese Leute in so einem kleinen Land auch integrieren. Nicht? Ja. Wie schaut es aus mit der Schule, wie schaut es aus mit der Bildung, wie schaut es aus mit dem Arbeitsplatz. Und das ist schon eine Herausforderung für uns, nicht? Aber es geht auch immer mit einem Miteinander, nicht? Ich glaube, der Österreicher gibt gern und wie gesagt, es muss auch vom Gegenüber kommen und dann wird es funktionieren. Was ist dieses Gebäude hier? Das ist unser buddhistisches Zentrum. Entlang der Donau haben wir viele Religionen angesiedelt. Wenn man dann, ich sag, stromaufwärts fährt, haben wir das islamische Zentrum von Wien, das ist eine große Moschee. Dann haben wir auch die serbisch-orthodoxe Kirche. Wir sind vorhin vorbeigefahren. Oder auch eine christliche Kirche, das ist am Mexikoplatz, wo unser Stützpunkt ist. Entlang des Donaukanals ist unser jüdisches Zentrum, also alles am Wasser gelegen. In Vienna, the Danube water is astonishingly clean enough to swim in. On a sunny day, this place is popular with families. When it clouds over, only athletes and Englishmen get their trunks wet. Immersed in an urban river, you feel a peculiar freedom. That was invigorating. Water felt so clean. I was tempted to drink it. Unlike Budapest, Vienna doesn't exactly sit astride the Danube. Instead, the river sort of brushes past, stretching its arm into the city as it does so, providing just enough water to keep the Viennese happy. I had to search hard to find newly arrived migrants willing to speak to me. While the majority society wonders how to integrate strangers, the strangers themselves wonder how to fit in. The younger they are, the easier that is. Zum Beispiel hier zusammensetzen solltest. Okay. Okay? Sich kümmern, verstehst du, was das ist? Ja. Das ist schon gestrichen. Sich beschäftigen, verstehst du es? Ja. Mama. Was? Klein und groß schreiben, nicht so. Okay, okay. Sie berichtet vor allem über die Filme von jungen Regisseuren.
إنه هي بتعمل Berichtet Auffassung zum Beispiel. ja, erfasst oder wie soll ich das erklären? Berichten auf Arabisch ist يوثق. Ich glaube. Hello, Rihan. It's Nick here. Thanks. Rihan and Maha's families fled as refugees from Palestine to Syria in 1948. Hi. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Please come in. Now they had to flee again, this time to Europe. This is my mom. Hello. Hello. I don't think she is only my mother. She's my friend, my everything in my life. Like a sister, even. Sister, yes. When I was a baby, my mother died. And she took me and raised me. And yeah. So Maha is actually your aunt, your mother's my aunt. sister. I see. No, father's sister. Your father's sister, right. Yes. Yeah. And my father get married. And he has his own family. And yeah. And so you call her mum? Of course. Yes. How difficult or how easy was it to get here? It was really difficult, Yes. I have to say. We had to go from Damascus to the Turkey illegally. So the war happened in Syria, so once again your family had to run away, to flee. Exactly. And how did you do that? Walking. We saw a lot of people, dealer. We took a boat. I think it was a gummy one. A rubber boat, a rubber dinghy. Yes. Rubber. Yes, from the Turkish coast Yes. towards the Greek Yeah. islands. And it was a lot of people at the same boat. Yes, It was really difficult, a small boat. small. And then we had to go to foot, walking. Macedonia, Serbia, Hungary, 2 weeks. If you don't mind me asking, how did you cross from Hungary into Austria? LKW. In a lorry? Yes. In the back of a lorry? Yes. It was a lot of people with us. Wow. And we had to run from the police in Hungary and Yes. yeah. Wow. Were you scared? Yeah. Yes, because my mom was So really tired. I had to We were hold so her tired. and Yes. run with her, and she couldn't really run. So I had to help her. It was really difficult. And finally, and how did you get to Austria? We were caught here. Yeah. Yeah, but it was okay. You were caught here by the police. Yes. But your original plan was to go to Sweden. Why Sweden? My aunt is there. Oh, your aunt. Yes. Right. But you couldn't travel on. That was you applied for asylum, for refugee status here. Yes. In Austria, the first year was really difficult. In Austria, there's a lot of nice people and a lot of not nice people. Not nice, aber sie haben Angst vor fremde Leute. Aber bis jetzt ist okay. Manche geht. Dann Rihan macht Matura. Yeah. Dann mein Wunsch ist, bekomme ich was wünsche ich. Yeah. She is the strongest woman I have seen. After picking cautiously through the minefield of their memories, it was time to relax at one of their favorite places. Not surprisingly, a bar by the Danube. When will they feel confident enough to call Austria home? Cheers. How you both see your future? Now I'm thinking I have to study. I want to study economy because I like math. Yeah. After 5 years, maybe I will be not in Austria, in another European country. Was möchtest du machen? Arbeiten. Arbeiten. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja. Und was? Verkäuferin. Autosfirma. Ich habe als Techniklehrerin gearbeitet in Syrien. In einem Institut. Ja. Ich unterrichtete Studenten. Ja. Ja. Autosteile und dann, ja, Mechanik. Liebe ich mein Leben in Ruhe. Ja.
Vienna is famous for its Christmas markets, but the stalls here display their wares all year round. Of Austria's nearly 9 million population, around 2 million, or 23%, have a migration background. This is the Naschmarkt, Vienna's most spectacular, most beautiful market. It's actually named after the ashwood people used to come here to buy their milk in. It's actually connected to the Danube, but in a strange way. Goods brought up or down the river were sold somewhere else. This market was reserved for farmers bringing their goods by cart from the fields around Vienna. But today, goods and people from all over the world can be found here. Ich bin die Omar, ja. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Istanbul und ich lebe seit 1980 in Österreich. Ja. Seit 25 Jahren, seit 96 bin ich am Naschmarkt. Jetzt gerade habe ich für mich gemacht diese Rotbaden. Ja. Schauen Sie, wie schön ist. Eigene Bad. Darum heißt die griechisch Barbunia. Barbunia. Barbunia, ja. Fehlt etwas hier, das man nicht finden kann in Wien, aber das war sehr wichtig für Sie in Istanbul. Also wenn ich seit 40 Jahren in Österreich lebe, ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich in Istanbul bin, ich vermisse am Naschmarkt, weil damals habe ich Chai getrunken, aber jetzt trinke ich Espresso. Wenn ich in der Türkei bin, fehlt mir diese Qualität, meine Lebensqualität. Thank you very much. Thank you. Was Gutes. Aber was ist das? Ja, das ist ein Mangolikör. Aus nicht verkauften Mango. Die kaufen wir auf und sie machen was Neues raus. Selbst gemacht. Selbst gemacht. Wow. Yeah, it's not too strong. And you're selling other drinks too? We are making banana wine. Banana wine. Where do you come from? I come from Congo and I'm living since 30 years in Austria. So you go to the market and you buy a lot of bananas and mangoes and so on? Exactly. The rest of the bananas what are not sold out, we buy them. So you're not like looking for the best quality, new, fresh? No, It's the leftover The ones. leftover. Just a little, because it's already quite strong, the liqueur. Wow. That's a surprise, really. There's a kind of dryness to it, but a sweetness as well, as one would expect from bananas. And I didn't see anywhere else. Danke. The plan is we'll make a very simple but very traditional ferment called torshi. In the Levant, in the Middle East, we call it mukhallal, which just means a pickle. So it's quite common when I was growing up that my dad would say, you know, breakfast is missing something. Yes. Go to the fridge and grab some torshi. In another market in the 16th district of Vienna, I found a young couple, Sally from Syria and her Austrian boyfriend, Ulrich. They run Blub, their own shop, selling the exciting foods they ferment themselves. Sally grew up in Canada after her parents fled from Syria. So Austria is, in a way, her third homeland. We met in Toronto, actually. Of all places. Of all places. I was working in a fine dining catering. What were you doing, Ulrich, in Canada? I was born in Austria and started very early on to be interested in food, with my mom's cooking and with my grandma's cooking. I did my apprenticeship in Munich and then really wanted to see something different. So I started to travel. I ended up in Canada. I think fairly soon met Sally in one kitchen. Well, that's what he always told me too, is, I don't know, for some reason that was the only Arab word you knew, but maktub, it was written. And It was written. It was written. And then when he, you know, when we would talk about
how could it be that we found each other and it just works so works so well, and it's so easy. Not all the time, but most of the time. Yeah, I had to travel the world to find you. So Yeah, there you go. I had a little problems with my work visa, so we were thinking like, why not just move back to Austria? Yeah, it's tough when you move here. Well, to any country, if you don't speak the language. Yeah, it was tough, but you know, you get this community around you slowly, and especially with the market. I think the market really, the market and the stand when we started was really the beginning of me feeling like I found a home, and the people find you and you find them, and then it's wonderful. Yeah, and it's really turned into this place I can see being a home. For a vegetarian, wandering into Sally and Ulrich's shop was about as exciting as discovering a new planet for a stargazer. So I couldn't wait to get down to the canal side for the promised picnic, a favourite pastime of the Viennese. One of the many things I love about Vienna is that you can picnic on the shore of the Danube. You can get so close to it. I mean, it's the Danube Canal, right? Absolutely. But it's flowing fast. That's definitely a river. It's not. That is for sure a river. And just to have an incredible city like that, where you can have the relaxing time in the middle of the city, surrounded by green, and pretty much 10 minutes from here, you're at Stephenstone. So Vienna really has it all. I think we should taste the wine. Absolutely, yeah. Cheers. You can come into Vienna and sometimes think it's a cold city, especially coming from, you know, a country where people are unbelievably friendly. Yes. And so you walk in and you think, okay, people don't smile, and the waiters are kind of rude. Yeah. And Yeah, but it's all strange. just a facade. Yeah. It's a facade, and is... it's charming. It becomes charming. It becomes part of the city. It's not that they're cold and that they don't smile. It just takes you smiling at them before they'll smile back. They just don't walk around smiling. Yes. So you feel welcomed not just by Ulrich and his family, but also by his country. Slowly but surely, yes. Yeah. Yeah, it took a while, but I think that was also up to me. Yeah. It was up to me to learn to appreciate what Vienna has to offer, and to be more open-minded as to that it's just different. It's just different. It's just not the same as back home, and it's not the same as anywhere else. It's Vienna. Every district has its charm. Every area has its charm. It's really lovely. After that last heartwarming supper, it was time to get back on the road again, westwards, out of the glare of the city lights, away from the masks and the underground trains, into a rural world which hasn't changed much over the centuries. After a few days in Vienna, it's a relief to get out into the real Austrian countryside. Here in the Wachau, where the Danube's carved out a path through gentle rolling hills like something out of the Shire in Lord of the Rings. I've met so many people in transition in the city. Here I'm going to meet an old friend, Josef Fischer, whose roots are deep in this landscape. And his feet, though, are also in the River Danube. The Wachau is one of Austria's most celebrated white wine regions, famous for its dry Riesling and Grüne Veltliner grapes. Das ist eigentlich was? Riesling. Also der zum Beispiel hat ein bisschen einen Restzucker. Ich weiß nicht, in Grossatz, Josef Fischer is both a successful winemaker and someone who cares more than most about his namesake. Sehr viele Fisch. Wels, Huchen, Regenbogen. Und Regenbogenforelle. Genau, ja. Das ist schön. Leider keine großen Huchen, aber dafür große Wälse. Ja. Woher kommt diese Leidenschaft vor? Der Grund ist eigentlich mein Großvater gewesen. Wie ich ein kleiner Bub war,
hat er mir damals erzählt von den großen Fischen, die er 1920 war das, hat er ein paar Leute gerudert und die haben große Fische gefangen, große Huchen gefangen, bis 30 Kilo. Und das hat mich halt fasziniert, wie ich so kleiner Bub war. Ja. Es ist das letzte Verbreitungsgebiet. Ganz früher ist er bis Wien vorgekommen. Jetzt wäre er noch möglich in der Wachau. Wie lange haben Sie diese Fische nicht gegessen? Ich habe oft schon manchmal Fische gegessen, aber ich habe noch nie einen Fisch wegen Essen getötet. Ich habe, wenn er blind geworden ist oder irgendwie zu Tode gekommen ist, dann habe ich sie auch natürlich gegessen, weil man sie ja sinnvoll verwerten sollte. Aber ich habe nie in meinem Leben einen Huchen, weil ich ihn essen wollte, getötet. Warum nicht? Weil ich einen anderen Zugang zu diesen Fischen habe. Das ist wie Pferd oder wie Hund, wenn man das so versteht. Ich kann sagen, dass ich eigentlich mit 22 Jahren begonnen habe, mich für diese Fische sehr intensiv zu interessieren. Ich habe die ersten Huchen in der Badewanne gehältert. Jedes Jahr oder fast jedes Jahr, Sie bringen Fische von hier vom Teich in die Donau. Ja, also ich mache das hauptsächlich ehrenamtlich, also ich bekomme dafür nichts bezahlt. Es ist so, dass mir das eben wirklich was bedeutet, dass in der Donau eben Huchen ein bisschen in einer größeren Dichte vorhanden wären. Und jetzt besetze ich halt da jedes Jahr einige tausend Huchen, um halt einfach die Population ein bisschen zu unterstützen. Ja, Meister! So habe ich nie einen Fisch gesehen. So von drinnen. Vorne. Oha! Da ist er. Dieser. So slippery and so strong. And which one? This one? Nein, der vorne und hinten, schau, siehst du? Dann kann man ausgleichen. Ja. Besser. Siehst du? Ja, also mit zwei Händen. Ja. I wonder if it's going to succeed. Sorry. Ja, genau, super. I think that's the first time since I started travelling up the Danube that I've actually caught a fish. Józef is so fond of these fish, he puts their portraits on his wine. The Danube salmon is dying out because of dams and climate change. He's trying to save them. And I'm going to release now the first two back into the River Danube. And they're gone. Sie wohnen ein ganzes Leben hier bei der Donau. Was bedeutet die Donau für Sie? Es ist eben ein sehr großer Fluss, sehr mystisch. Wenn man erlebt hat, wie hoch er werden kann, wie groß das Wasser sein kann, dann fühlt man sich ganz klein. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Ort im Leben, dass man manchmal auch klein sein kann. Das ist ein grüner Veltliner Smaragd, 14 Alkohol. Ja. Ja. Also ziemlich stark. Ja, ist schon ein besserer Wendel. Ja, jetzt haben wir eingesetzt, jetzt kann man sich das auch ein bisschen was Besseres vergönnen. Gell? Zuerst Prost. Prost. Vielen Dank für alles. Gern geschehen. Also eigentlich mit dem Huchen, Sie haben nicht angefangen mit dem Huchen. Das war am Anfang nur Weingarten hier, gell? Also ich bin der Einzige in der Familie, der mit Fisch irgendwas am Hut hat. Mein Vater hat nichts gehabt, mein Großvater ein bisschen und mein Sohn nicht. Aber mich hat das halt immer mit Leidenschaft erfüllt. Und es ist von meiner Sicht aus eben eine sehr schöne Sache. Aber leben tue ich vom Weinbau, nicht? Die Fische sind nur Hobby. Also ich suche überall die verlorene Herz von Europa. Wo man kann das finden? Wenn man ein Herz von Europa sprechen würde, was ist wichtig für Sie oder für die Leute hier in der Wachau? Schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Ich glaube, eine gewisse Herzlichkeit und Respekt und Wertschätzung allen Dingen gegenüber wäre angebracht. Wertschätzung, das ist das Zauberwort. Und Respekt, das sind Dinge,
die eigentlich ein großes Herz beinhalten. So sollte man denken. I crossed the Danube from Josef's vineyard to climb up to the castle at Dornstein. But the best view, and certainly the easiest, is from the water. That was quite a climb, and it's something quite special for an Englishman to reach the castle where Richard the Lionheart, perhaps our best king, was imprisoned in the winter of 1192. And I've also got a sense for the first time of the Danube narrowing as it reaches towards the source. I can almost smell the pines in the Black Forest up to the west. I crossed the river at Ottensheim in the early morning mist, in search of my Bosnian friend Refik. He came as a refugee to Austria 27 years ago. Trained as a hydro engineer on the Vurbas River, he's made himself indispensable here on the Danube. Ich freue mich sehr, wieder zu treffen, Refik. Mir auch, danke. Und wie sind diese 8 Jahre gegangen für dich? Schnell. Schnell. Ist der Fähre ist, bist du immer dabei, bist du immer in Leben und bist du immer in Kontakt mit den Schulkindern, mit Leuten, fahrt so viele Touristen und die Fähre ist eine Attraktion und nächstes Jahr ist der 150 Jahre Jubiläum von der Fähre. Für mich, was ist alt, irgendwie hat die eine Seele, eine lebendige und modern. Für mich ist es ein bisschen kalt. Ich glaube, das ist brasililische Kaffee, aber in Bosnien ist es gebraten. Ja, das bringst du immer von Wiener. Genau. Ja. Did you ever think about going back to Bosnia? Meine Heimat, mein Dorf ist fast leer ist jetzt. Kann ich nicht mehr unten leben. Und meine Kinder sind auch weg von mir. Ich bleibe jetzt mit meiner Frau. Meine Frau hat gesagt, ja, ich gehe nicht runter. Mir ist es hier schön. Aber mein Herz ist da unten. Bin ich Hälfte hier, Hälfte unten. Aber ich glaube, dass irgendwann fahre ich zurück zu meiner Heimat. Refik has been in Austria so long he's almost Austrian, loved by his passengers and respected by his workmates. But still he hopes to go home to Bosnia one day. I share his pain and his pleasure too, as I follow this river far from my birthplace in foggy Albion. In villages far above the Danube, people care for their animals and cultivate their fields, as they always have done. But something new is stirring here too. Many young people who left the valleys for the cities are returning, combining their respect for nature with another take on the wisdom of the old ways. Valerie is one of them. Grüß dich. Was machst du da? Was hast du gefunden? Ich habe Springkrautblüten gesammelt. Darf ich sehen? Ja, gern. Man kann sie in ganz kleinen Mengen essen, ja, aber nicht zu viel, weil sie haben eine abführende Wirkung. Ja. Man kann aber zum Beispiel Sirup draus machen. Woher kommt dieses große Interesse in
Wildpflanzen? Zum einen hat mich sicher meine Oma, meine Großmutter sehr inspiriert. Sie hat sich auch mit Kräutern, mit Heilpflanzen, grundsätzlich mit der Natur sehr beschäftigt. Und ich habe von ihr sehr viele alte Kräuterbücher. Sie hat da in der Gegend auch sehr gern gesammelt, hat Tees selber gemischt, hat Tinkturen angesetzt. Leider ist sie zu früh gestorben, als dass sie mir persönlich sehr viel mitgeben hätte können. Ich habe dann aber durch mein Studium auch sehr viel entdeckt und mich intensiver mit Botanik beschäftigen können. Ich habe Agrarwissenschaften studiert. Da haben wir eine ganz tolle Pflanze. Aha. Kennst du? Vielleicht sein Name erinnert an deinen Namen. Genau. Der botanische Name ist Valeriana officinalis. Und das ist zum Schlafen? Genau. Das ist der Beinwell. Da werden wir jetzt dann die Wurzel davon graben. Die Wurzel? Es wird ein bisschen eine Herausforderung sein. Beinwell wird seit jeher gern verwendet für Knochenbrüche, bei Prellungen, Sehnenscheidenentzündung, aber auch zum Beispiel bei Blutergüssen und so. Und da kann man dann eine wunderbare Salbe draus machen. Ah, gut. Super, ja, sehr schön. Und wir brauchen aber noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Ja, gern. Gut. Ja, gut. Super, perfekt. Ja. The Danube unfolds like a ribbon in the valley far below. We're climbing to Valerie's grandmother's cottage to make a salve from one of her recipes. Also ich komme gern her und ich bin dann irgendwie meiner Oma sehr nahe hier, weil überall kleine Details sind, was sie geschrieben hat. Hübser. Super. Jetzt? Jetzt geht's noch drinnen. Gut. Ja. Also wir geben jetzt noch Öl dazu. Ja. Es soll ein Ölauszug werden und dann kommt es einfach auf den Ofen. Und Sonnenblumen. Sonnenblumenöl, man könnte auch Olivenöl nehmen und dann muss es eine Zeit lang ziehen. Machen wir. Und es soll nicht kochen. Ja. Also maximal 50 Grad. Natürlich baut man auf der Tradition auf Rezepturen, die es einfach gibt. Oft hat es so einen verstaubten Charakter. Es ist ein bisschen, dieses Kräuterhexen-Thema spricht die jungen Generationen nicht an. Dabei ist es aber so ein wichtiges Wissen, weil es früher die Basis, die Lebensgrundlage gebildet hat. Es wird zu warm. Ja, es wird zu warm, danke. Ja. Wenn man wenn man ein Wissen darüber hat, wie man Dinge selbst machen kann, dann macht es unabhängig und das ist ein Gefühl, was uns ein bisschen Sicherheit gibt und auch beruhigend wirkt. Das sieht gut aus. Ja. Jetzt muss es schnell gehen, weil es wird schon fest. So. Super. Kannst du auch schon probieren am Rand. Ja. Das kannst du dir ja mitnehmen. Wirklich? Ja, Danke für die sehr. Weiterreise. Gut, ja. Und wenn die Füße einfach... Schmerzen vom Gehen, vom vielen Gehen. Ich gehe sehr viel mit diesem Film. Ja. Gut, vielen Dank. Sehr gern. What impressed me most in Valerie's words was that sense of taking back responsibility for our own health from the doctors and the big companies. Not everyone has her energy to cure themselves, but she's an inspiration for all who want to try. My next destination is the town of Melk. Healing herbs are on the front line here too, it seems. Willkommen zum 7. Gliedereit in Melk. Ich möchte mich dann auch noch speziell bedanken beim Pater Martin, der sich wieder die Zeit nimmt, uns heute wieder zu begrüßen in bewährter Manier. Es gibt in gewohnter Weise, bevor Sie wegfahren, eine kleine Stärkung. Es ist Aroniasaft und 12 verschiedene Kräuter. Annual tweed rides are spreading to cities around the world. This is the 7th in Melk. A chance to dress in retro clothes and celebrate life on 2 wheels. The cordial was prepared in the monastery gardens. Western Europe, I had heard, begins in Melk.
The town's name comes from an old Slavic word meaning border between the Magyars and Bavarians. The monastery was founded in 1089 after the Magyars converted to Christianity and stopped invading Europe. From its rocky perch, the monastery still watches over the whole continent. Willkommen, willkommen. Dann sehen Sie schon das große Portal, Absit Gloriari Nisi in Cruce. Das heißt, es sei fern, sich zu rühmen, außer im Kreuz. Father Martin is the interface between the monastery and the world, responsible for making the culture and faith of his church open to all. Da kann man nicht mehr weiter und kann auch nichts wegnehmen. Das ist einfach perfekt. Und der tolle Effekt ist, wenn die Menschen die Bibliothek runterkommen, die Stufen, und dann kommen sie in diesem Raum herein. Und dann werden sie sich erst dessen gewahr, wie groß das ist, und der Blick geht, wow. Und viele rufen auch wirklich aus, wow. Ja. Und ich finde das so schön. Jetzt gehen wir zur Grablege des heiligen Koloman, der seit dem Jahr 1014 in Melk bestattet ist. Die Geschichte des heiligen Koloman ist legendär. Angeblich ein irischer Königssohn, der in das Heilige Land pilgern wollte. Und er ist bis in die Nähe von Wien gekommen, bis Stockerau. Und dort hat er sich auf dem Feld etwas zu essen gesucht. Und die Leute haben ihn bemerkt, haben ihn angesprochen. Und er konnte nicht in der Sprache der Leute antworten. Und das ist, was ihn aktuell macht. Wenn jemand anders spricht, wenn jemand anders aussieht, wenn jemand anders ist, dann ist er gefährlich. Und so, nachdem die Leute dort natürlich auch verängstigt waren, haben sie ihn gemartert. Er soll doch zugeben, dass er ein Spion ist. Er war aber kein Spion, er war ein ganz einfacher Pilger. Und schlussendlich haben sie ihn auf einem Holunderbaum erhängt. Und da sagt die Legende, dass dieser Holunderbaum frische Blätter, frische Blüten bekommen hat, und haben sich den heiligen Koloman von Stockerau nach Melk in die Burg geholt und hier als Heiligen verehren lassen. The monastery library has books written on parchment, the untanned skins of sheep and goats, going back to the 10th century. Bernadette is the librarian, the perfect companion for some time travel. Wir haben da eine Handschrift aus dem 12. Jahrhundert, die ist in Melk entstanden, eine Pergamenthandschrift. Und hier wird zum ersten Mal Koloman erwähnt. Zwar nicht zum ersten Mal erwähnt, aber das ist das erste Zeugnis dafür, dass Koloman in Melk verehrt wurde. Ah ja. And on the book you can see actually that this is a binding, a very old binding, even from the Middle Ages, and at the very back how it was strengthened or made with papers from other books just to create this one. Also für mich persönlich bedeutet es einfach eine Riesenfreude, jeden Tag hierher zu kommen und hier mit den Büchern mitten drunter zu sitzen und zu arbeiten, zu forschen, Fragen zu beantworten, sich zu überlegen, was findet man da alles. Heilendes, Blühendes, Duftendes und Genießbares. In diesem Gärtchen sind etwa 250 verschiedene Kräuter. Dieses Gärtchen ist angelegt nach einem Plan aus dem 9. Jahrhundert von einem Benediktinerabt, Walefried Strabo hat er geheißen, und der hat das in 22 Beeten angelegt. Etwas ganz Wichtiges im Paradiesgarten ist natürlich auch Wasser. Ohne Wasser funktioniert das Leben nicht. Wenn man hier einige Jahrzehnte lebt, an der Donau,
kann man sich nicht mehr vorstellen, von hier wegzugehen. Die Donau bindet mich, bindet die Menschen unglaublich, ganz intensiv an die Heimat. Persönlich, morgens aus dem Fenster schaue, wenn ich den Vorhang weggebe, habe ich direkt den Blick auf die Donau. Und dieser Blick ist täglich anders. Mit Nebel, ohne Nebel. Die Donau ist grau, die Donau ist braun und die Donau ist blau. Und wenn ich positiv gestimmt bin, ist die Donau für mich immer blau. Inspired by Father Martin and our walk through the Garden of Paradise, I returned to the Danube, more alert to her colours. I began this journey in winter, and the bright autumn shades are just beginning to reflect in the water. Germany is still hidden, not far upstream.